Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. In meinem Holz-Alu-Video, ich verlinke es hier mal mit den Drehtellern, hatte ich ja angekündigt, das Ganze auch mal in etwas größer probieren zu wollen. Der ganz große Brocken liegt hier neben mir. Der muss noch ein bisschen trocknen, den werde ich jetzt nur grob vorbereiten. Und als kleines Trainingsobjekt habe ich jetzt hier mal so eine 80 cm Scheibe aus einer Kastanie. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt müssen wir aber den Genossen hier erstmal abrichten und vorbereiten. Planfräsen mit der Oberfräse habe ich ja schon öfters gezeigt. Das kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Hobelmaschine zu klein ist. Ich will den Riss füllen und mit einer Art Kreuzstich optisch vernähen. Zur besseren Verklammerung drehe ich noch ein paar Schrauben ein. Die Schraubenköpfe stehen über das Holz über und werden später vom Alu umschlossen. Beim Handling ist mir der Rohling leider gebrochen, also kamen noch 2 Kreuzstiche dazu. Ich lege eine Messingplatte unter, so bekomme ich weniger Gase aus dem Holz ins flüssige Aluminium. Ich fixiere die Teile in der gewünschten Position und verschließe die Enden des Schlitzes mit Korkplatten. Die sind einigermaßen hitzeresistent und dichten gut ab. Mein Schmelzofen ist leider zu klein, also versuche ich 2 Tiegel voll möglichst schnell zu schmelzen und zu gießen. Das nächste Projekt wird ein größerer Schmelzofen.
Ich dachte, ich könnte das Alu im kleineren Tiegel flüssig halten, während das Metall im größeren Tiegel schmilzt, aber das hat leider nicht funktioniert. Jetzt wird die spätere Oberseite wieder plan gefräst. Beim Fräsen ist das gestockte Holz tief ausgerissen. Deshalb stabilisiere ich es, indem ich es mit Epoxy tränke. Das stabilisiert auch die verkohlte Holzschicht. Das Werkstück ist im Harz ein bisschen aufgeschwommen. Wenigstens ist das Holz jetzt satt mit Epoxy getränkt. Dachte ich zumindest. Jetzt kann ich zum dritten und letzten Mal fräsen. Man hört genau, wann ich Holz fräse und wann Aluminium. Die gemischten Späne will ich weder im Kompost noch im Ofen haben. Die sind ein Fall für den Mülleimer. Jetzt wird die Oberseite sauber geschliffen. Beim Fräsen musste ich genug Material entfernen, um die Ausrisse loszuwerden. Dadurch bin ich in den nicht vollständig getränkten Bereich geraten und die erste Schicht Harz wird vom Holz aufgesaugt. Für die zweite Schicht habe ich einen Rand aus Plastikfolie angebracht. An dieser Folie hatte sich ein Harzrand gebildet. Den habe ich abgeschliffen und jetzt folgt die letzte Schicht. Die Füße habe ich aus rostfreiem Armierungsstahl gebogen. Sie werden in Löcher in der Tischunterseite eingeklebt.
Der Holzklotz hilft mir dabei, senkrecht zu bohren. Hier kontrolliere ich noch einmal, dass alle Beine gleich lang sind. Nach einer letzten Politur der Oberseite ist das nun das Endergebnis. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über einen netten Kommentar, einen Daumen hoch oder sogar ein Abo. Es kommen noch weitere Projekte und die nächsten werden eher größer, also bleibt dran.